Im Cochrane Handbook wird empfohlen, zum Verfassen einer systematischen Literaturrecherche medizinische Bibliothekarinnen oder Information Specialists hinzuzuziehen, da einzelne Studien gezeigt haben, dass sich dadurch verschiedene Aspekte des Suchprozesses verbesserten. Heute wollen wir der Frage nachgehen, was denn eine gute Literaturrecherche ausmacht. Für mich gibt es verschiedene Aspekte, die eine gelungene Literaturrecherche ausmachen. Ich würde sie unterteilen in Voraussetzung, Prozess und Outcome. Eine wichtige Voraussetzung ist für mich, dass ein klares Konzept oder eine Fragestellung vorhanden ist. Wenn die Fragestellung zu breit ist, tendieren manche Leute dazu, einfach Suchbegriffe wegzulassen. Das gibt dann zwar weniger Referenzen zum Screenen, sinnvoller wäre aber, das Thema einzugrenzen. Eine gute Literaturrecherche durchsucht verschiedene Datenbanken, nicht nur PubMed, sondern auch Embase und Cochrane Central bei klinischen Fragestellungen. Je nach Thema sollen zusätzlich Studienregister und graue Literatur durchsucht werden. Der nächste Schritt im Prozess ist die korrekte Übersetzung der Fragestellung in Suchkonzepte. Natürlich sollen sich in der Syntax auch keine Fehler befinden. Dies betrifft Operatoren, Klammern, Schlagworte, Trunkierung, die Auswahl und die Schreibweise der Suchbegriffe. Es ist nicht notwendig, dass die Suche selbst von zwei verschiedenen Personen durchgeführt wird, im Gegensatz zum späteren Schritt der Auswahl der Studien. Es ist aber wünschenswert, dass ein Peer Review der Suchstrategie stattfindet. Da kann man sich zum Beispiel an den Press Guidelines orientieren. Es hilft auch, sich regelmäßig weiterzubilden oder bei Änderungen in den Datenbanken auf dem Laufenden zu halten. Zusätzlich kann man seine Suchstrategien mit denjenigen anderer vergleichen, so wie ich das kürzlich in einem Workshop getan habe. Ich persönlich bin mit meiner Suchstrategie auch zufriedener, wenn sie logisch und nachvollziehbar ist und nicht so ein Gebastel darstellt. Die Recherche soll sensitiv sein, also möglichst keine wichtigen Referenzen verpassen, aber dennoch spezifisch, sodass sich am Ende eine realistische Anzahl Referenzen zum Screenen ergibt. Das wichtigste Outcome aus Sicht der Forschenden scheint mir, dass man mit dieser Suche die relevanten Papers findet. Im besten Fall sind einige Referenzen zum Thema bereits bekannt. Einen Teil davon kann man verwenden, um die Suche auszuarbeiten. Ich denke da an Suchbegriffe, Synonyme und Schlagworte. Die anderen Referenzen sollen dann mit eben dieser Suche aufgefunden werden. So lässt sich die Suchstrategie verbessern. Ein weiteres wichtiges Outcome ist, dass bei der eingereichten Arbeit die Suchstrategie von den Reviewern nicht bemängelt wird. Es sollten also keine relevanten Suchbegriffe fehlen. Es lohnt sich jedenfalls, bei der Entwicklung der Suchstrategie und der Ausformulierung der Syntax genug Zeit zu investieren, da die nachfolgenden Schritte des systematischen Literaturreviews darauf aufbauen. Außerdem gehört die Recherche für mich zu den Arbeiten, die ich am besten morgens frisch und ohne Ablenkungen durchführe. Aber zur Arbeitseinteilung mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video. Habe ich etwas vergessen, das man noch beachten sollte? Dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.